wir haben Stuhl Lebenswasser, ein paar Leute top singen. Here we go, Dine Leiber Woakjen. Goode. Have you wel niet light met jullie van deel zing en leren en zo dit light heet zich God als groot. En we zingen van woord van wunderbare Rada wie Hans. So we zijn channel alle top leren. Schöpfung zu den Prest. Wir ohne Wort hätten im Yes. Ihr
vrijwillig en jeder einer kan geven. En zie God, die geeft ons dit geld en de dingen wat we kunnen met schaffen. En hij zegt in zijn woord, een part van dat zal we teruggeven naar hem. En hij zegt, proef me mal in dit. En ik wil de hemelsvenster openmerken in jullie zijn. Wie kan zijn in ons heim, wie had het al beleefd, waar we kan zijn, waar God ons zijn, van wie terug zijn met dat part wat we teruggeven. En dat is wat we wensen voor jullie, dat je wordt terug zijn met dat part, wat hij heeft voor jullie, te jullie gezegd wat je geven zal, en dat de venster wordt even jullie opgaan, en hij wordt jullie zijn, amen. Dankzij Jezus dat we geven kan van jou. En ik bid den zijn, even jeder einer wat geven dat. En de moed wat hij van jou geeft, help ons dat we kunnen wassen in dat we kunnen terug zijn en dat teruggeven naar die. En dat dien rek en dien koninkrijk wat gebeurd wordt. In Jezus zijn naam. Amen. Oh, Christus, mine
Gott, wie kommt für die von dir und wie danken die? Für wer die bist, für was die das und für das Kreuz. Wir wären verloren und verbrechen, aber dein Leib hat uns geholfen. Je kommst drauf und starbst für uns ab das Kreuz. Und alles, was hinter uns ist, all die Fehler, all das weiter dort ist, aller weich. Wenn du kriegst, und wie danken die du für Jesus. Amen. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, mein Freund. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich stehst. Ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder gebe ich mein Leben hin. Wer war am Nachbarn Dank? Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Zijn ons dankbaar voor Gods Kreuz, amen, en wat hij heeft gedaan aan het Kreuz. Dat hij kwam en maakt ons vrij. En ik denk dat even dat, we zeggen dat ik dank die voor dat Kreuz, en ik dank die wat du hast für mich gedaan. En dat sei ja persoonlijk. Het beschrijft voor mij, sag ich nicht, wie dank, aber dan zeg ik dank die dafür. En ik dacht even, dat wij dat niet bloß voor ons houden. Wij dat niet bloß voor ons houden, wat Jezus heeft voor ons gedaan. Is in Psalm 78, Vers 4 und 7. Da ist ein Gebot, was Gott durch die Israeliten, und er sagt, das, was ich hat für getan, hält es nicht bloß für ihn. Gott ist nicht bloß ein Gott von einer Generation, heißt von mehreren Generations, und er sagt, was ich habe für ihn getan, der Wunder, was ich habe für ihn getan, Gott und verteilt ihnen Kinder dort. Verteilt ihnen Kinder dort. Und sagt er auch, was ich habe für ihn getan, das sei auch war, am Leben in seine Woakjen, mit seinen Wege herangehen und sie war bis in Leben sein mit ihm. Und mir ist das wichtig, wenn wir als Dads und Moms, wir sind sehr drauf und manchmal dann vergeht wir das meistens, wir glauben als Dads, vielleicht dass unsere Nummer 1 Arbeit ist, was das Wichtigste ist, dass wir Geld verdienen, dass wir Geld haben, dass wir für unsere Familien können providen. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein wichtiges Ding, wie soll das tun? Und ich spreche in sehen, über alle jungen Dads und die wat schwer schaffen und Moms, die uitgehende Arbeit haben. Ich sehe jungen mit dort, aber wir wollen nicht vergessen, dass das Wichtigste, was es ist, dass wir zu unseren Kindern davon reden, was er hat zu uns getan, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir das nicht tun, vielleicht das keiner dort, dann waren wir das vielleicht anders ist, was wir würde gleichen, dass er dort würde sein. Und so, mir ist das wichtig, ich würde das gleich mit Mutter zu sprechen, Dads, dass die Geschichte mitteilen, was Gott hat und ihr Leben getan, was hat getan, hat ihr Frieden Werk dann Kreuz. Ich weiß von einem Stelle mal, dann vertelle ich, was mein Sohn Jordan, und ich sage, das, was ich getan habe, das schämt mich, dass ich das getan habe. Er sagt eben zu mir, Dad, so denkst du? Ja, ich denke das, weil mich schämt das. Und aber was passiert ist, Jesus hat mich frei gemacht, nun denke ich das nicht mehr, und ich will nicht, dass du das so stellen. Und so, ich spreche jeden Mal zu Gott und jene Kinder. Sie, wie denken manchmal so, wie wir ein bisschen stille leben, und wie wir uns leben, und die Kinder werden das all sein. Und dann die Großkinder, oder die Urgroßkinder, und dann hoffentlich werden weich anderen. Und was ich was zu Mutter sprechen ist, das intentionally, like, wo wir das sagen, ich habe mal gesehen, wie man flieht, was einfach gut noch haben, und merkt einfach ein Event von dort und redet zu jene Kinder, amen. Weil ich ein bisschen Mutter sprechen, in der Dracke-Zeit, was wir sind, werden nicht das Wichtigste vergessen.
Dankeschön, Jesus, dass du uns gut bist. Dankeschön für das Kreuz. Dankeschön, dass du uns hast frei gemacht und all unsere Sünde betont und wir können in Victory leben, wir können in Sieg leben und help uns bis, dass wir werden nicht bloß für uns helfen, aber dass wir unsere Familie dort sein, unsere Kinder, unsere Großkinder, unsere Urgroßkinder dort sein, was du hast für uns getan, dass wir in Life sein mit dir. Wir loben dich und danken dir in Jesu Namen. Amen. Ich kann Ihnen toll sagen, ich heiße jeder einer Welcome hier von der und Lebenswasser. Mir freut, dass ihr hier seid. Was eine gute Zeit hier all gehört und Gott loben in Gesang. Und die Kinder haben eine gute Zeit an Jahren sieht, wenn er nur auf einmal nach hier wäre und weil er die Kinder noch die Kinder Kjoakj bringen, ich kann dort nur noch tun. Ich war hier ein paar Announcements gehen, ein paar Dinge, was da abkommen, nicht sehr viel wird, und dann wird Pastor Steve anfangen zu predigen. Ich will Ihnen bis Dankeschön sein, today, was der Port von der Kuma, was wir haben im Lebenswasser hier. Und so, ich kann alle sind freiwillig, um die Dinge nachgeben, eten und nachgeben. Und dann kann die Account dort zurückgeben, wem immer das nötig fehlt. Und so, wenn hier somebody else, was will, was Groceries mit in Haus nehmen von der, was eten, das ist auch dafür. Und Steinrechte, was war eine Bibelschild sein für Kinder, Sommer Bibelschild nennen sie dort. Und wenn die würde gleich eine Kinder abzusein für dort, die kann dort down bei der Information Booth da hängen, da sind die Bells, da kann die Utfall, und dann kann die eine Kinder nennen sein, und da sind die Preise und all die Dinge, wenn die würde gleich ein Part sein von der Sommer Bibelschild. Pastor John, der hat große Botschaften vor ich von Goode für die Kjoakj. Und das sind interessante 3 Botschaften, die was, und die Dinge abgeweicht, glaube ich, in alle von uns und Hans, alle selbst noch uns gekickt und even noch die Kjoakj gekickt, was sind unsere Goven. Und so, diese CDs, die sind da hängen bei den Information Booth auch zum Verkaufen, die sind 100 Peisen. Und die kann ich da abpicken für uns selbst, oder wenn ihr will, Freunde geben, und plus, dass ich kann auch wieder in dort lernen. Das ist alles, was da ist für Announcements, bis noch ein Ding. Den 17. Juni, dann sind Father's Day, dann sind Vaterstag, wo wir jetzt hier Zeit nehmen, um die Vatersehr den Tag. Und so das wird das sein für Announcements. Wie wir in das Wort angehen, wer hat sein Wort mit, dass wir können in Gott sein Wort angehen? Von der hat somebody das mitgebracht? Okay, so wie wir mal dort tun, was wir in der Kjoakj tun, dort dürfen wir Candies geben. So jeder einer kriegt ein Candy. Sie kriegen einen Preis oder was immer, wenn ihr die Bibel mitbringt. So, ich will Ihnen etwas mit sprechen. Ich bringe Ihnen die Bibel mit, das ist nicht zum Schämen. Wir schämen uns nicht mit Jesus, amen. Das ist Gott sein Wort, das ist lebendig. Und so bringt das mit, wie ich weiß, Pastor Steve, der wird das Screen hier haben. Aber was mir das hilft, ist, wenn ich das habe, und ich blätter das selbst einmal ab. Und dann merke ich mir in Not, wo das ist, wo ich gelesen habe, und das nächste Mal fällt mir das besser bei. Dann brauche ich auch nicht 3-mal haben und blätter zum sein, wo Matthäus ist. Und so, das ist eine gute Angewohnheit. Wir lehren Ihnen Kinder dort. Dankeschön für die Erstattung. Und ich will Ihnen etwas mit zu sprechen. Bringt Ihnen die Bibel mit, dass ich kann mitlesen. Pastor Steve kommt ab, kommt anfangen zu predigen, gut rum, und begrüßt am Freund und wünscht einen guten Tag. Marius, wat is het? Goed. Mir wird interessant, dass Pastor Jacob hier boven wird. Er hat actually eine Bibel, was Blätter hat. Hat jemand solche sein? Besonders Jugend. Hat jemand solche sein? En von der Welt, nu draaien we bloß naar electronics. En da wir dort an unsere Phones und alles wird nicht schlecht, ja. So, aber ich gleich noch mal zurück zu gehen in eine Bibel, wo ich kann holen und hängen. En Blätter durchblättern und einfach lesen und eine Band schreiben und so. Das geht mir noch mal schön. Und so, ja, anyways, ich dachte, dass Jacob seine Bibel hier hat. Wenn ihr eine Bibel mit habt, was die alle haben, dann dreht eine Titus Kapitel 1. Wir fangen ihre Botschaften an und wir wollen durch das Buch Titus gehen. Und so wir haben dort Titus genannt, aber Goode Woakjen. Und ja dort. Goode Woakjen. Und so wir wollen reden von Goode Woakjen. Weil je man ganz als vergende Frau
Wir haben nu geleerd dort glauben, als wat ons raden dat, nicht Goode Woakjen. En dat is ook biblisch. En so, wie kommen da rüt, sozusagen, viele von uns vielleicht, von so einem Hintergrund, wo wir dort nicht so dort geleerd haben. Nu haben wir dort geleerd, über das Gerät durch den Glauben, hat nichts zu tun mit den Woakjen, das ist ein Geschenk Gottes. Und das ist eine gute Lehre, und wir wollen dort holen, aber die Frau dann erst manchmal für uns, na, zu was sind dann Goode Woakjen? Sind die Port von das Christenleben erhebt? Oder ist dort bloß ein Ding, wo wir dann mal festwirren in unserer Religion, nu sind wir rausgekommen, nu sind wir frei, nu haben wir dann, was wir wollen. Und so, wir wollen diese nächsten 3 Sinn nicht checken in diesem Thema. Und so, wir wollen ein bisschen anders tun, als was wir fertig tun. Wir wollen das Buch Titus einfach durchgehen. Meist jeder falsch. Und so, ich will Ihnen mal merken, das ist bloß ein kartes Buch, 3 Kapitel. Lese dort einen Weg. Wo bekannt, mit was das Buch Titus uns sein wird. Und wir wollen hier so dort durchgehen. Und so, von der, wo wir nach Kapitel 1 checken, dann nächstes sind nach Kapitel 2 und dann die letzte sind nach Kapitel 3. Und so, die Ursache, wo wir das tun, das sind ein paar, ein soll dort wie sein, dort Goode Woakjen Port sind von dort Christenleben und wo die zu der Rechte steht, haben wir hier und tun. Und noch eine Ursache, wo wir das tun, ist, dort wie alle Dollar bekannt worden mit unserer Bibel. So ist Pastor Jacob auch sagen, dass es wichtig, dass wir die Bibel kennen und dass wir den Matt haben, dass wir den kennen und dass wir den brücken können, wenn es fehlt. Wenn wir checken, Jesus sein Leben, hat eine große Versicherung durch. Und jedes Mal, die Feind kommen am Norden von 3 verschiedenen Seiten. Und jedes Mal sieht Jesus trägt, dort steht geschrieben. Wir sind vielleicht bekannt mit Menschen, die zu uns sein, dort steht geschrieben, aber dann haben keine Idee, von was sie reden. Das ist nicht, was wir wollen sein. Wir wollen Christen sein, wo Gott sein Wort kann. Dort kann sein, wenn du in eine Versicherung kommst, dort steht geschrieben, und dann einfach eine wörtliche Farge dann abnehmen. Und so, wir wollen wissen und das. Und so, die ganze Thema von Titus hat zu tun mit Goode Woakjen. Und so, der ganze Buch ist geschrieben wegen diesem Thema. Und mal sehen wegen die Frau ist das. Wo lädt dort, wenn Christen so leben als Christen? Dort ist die Frau. Wo lädt dort, wenn Christen so leben als Christen? Was von Einfluss merkt dort in der Kjoakj? Was von Einfluss merkt dort in ihrem persönlichen Leben? Und was von Einfluss merkt dort in der Welt? Wenn wir als Christen so leben wollen, als Christen. Und so das, wo wir den nächsten paar Weg nicht checken wollen. Und die ganze Botschaft von Titus kann wie klar sein in ein Vers. So, wir wollen hastig nicht den Vers checken, dann kommen wir frisch am Anfang. Und jetzt Titus, wenn wir ein Ding hier schaffen, Titus Kapitel 2, Vers 14. Er redet hier von Jesus. Jesus hat sich selbst angegeben, uns von aller Ungerechtigkeit zu raten, für sich ein Volk zu reinigen, dort er selbst eint und dort jeden Gutes tun will. Das ist die ganze Botschaft von Titus. Jesus hat uns geraten durch seine Gnade. Er hat dort getan für uns, was wir nicht können tun für uns. Er liebt uns. Er beweist dort und dort er an Kreuz starb für uns. Aber er hat dort von der Ursache getan. Nicht bloß zum die ut Sinn raten, ja, das ist ein großes Port von dort. Aber dann hat er dort getan, zum für sich selbst ein Volk haben, was angehört, was dient, was rührt in der Welt und Gutes tut für seine Ehe. Zum dort seine Familie wird gerade geworden. Und das ist die ganze Botschaft von dem Buch Titus. Und so wir durch Deutschland hineingehen, ich will bloß ein bisschen Hintergrund geben von dem Buch, da wir ein bisschen weiten, zu wem dort geschrieben ist. Und vielleicht ungefähr, wann naja, so Paulus hat das Buch geschrieben. Und wir weiten nicht 100% korrekt, wann naja, aber wenn wir sagen, in der Anfangs von den 60er Jahren. Und so, Jesus, wir weiten, Jesus wird geboren ungefähr ab das Jahr 0. Das wurde dann frisch anfangen, ungefähr. Und Jesus lebt 33 Jahre.
so ungefähr ab das Jahr 30, dort wo Jesus dann starb, nu sind wir bei das Jahr 60. Ungefähr. So dort wo wir nu sind. So das 30 Jahre nu, dort Christus leben dort hier auf Erde. Und jetzt geschrieben, Titus heißt in Kjoakj, nannte Insel sich. Und hier haben wir ein Landkart. Das ist das Meer durch den Mediterranean. Hier so haben wir Israel. Hier so. Und diese Insel hier, diese Insel ist Kjoakj. Das ist, wo er diesen Brief handschrieben hat. Und er ist ungefähr 350 Meilen lang. Und dann irgendwo von 7,5 Meilen breit, aber vielleicht 35 Meilen breit. Dort ungefähr, wo dort Insel du hast. Und das ist, wo er den Brief handschrieben hat. Und so Titus ist hier auf dieser Insel. Und so ist Paulus dort geschrieben hat, hilft er uns dort zu verstehen. Dort hei und Titus wären hier mal taub auf dieser Insel. Sie deuten predigen, du wären Kjoakj. Und sie haben vielleicht mehr Kjoakj angefangen. Und nu ist Paulus weggereist. Titus ist hingeblieben. Paulus schrift an einen Brief und sagt, nu sollst noch in Ordnung bringen, die Dinge, wo wir hängen looten deuten. Und er wird uns noch ein bisschen von dort erklären. Dort, wo wir das sein. Eine steht, wo wir das sein in der Bibel, ist in Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Pfingsten. Die Jünger, sie predigen durch, und da sind Menschen von 16 verschiedenen Sprachen und Ländern, die durchhorchen und die sich ihren Leben hingeben zu Jesus. Ein von denen sind die Menschen hier von dieser Insel. Und so, sie werden von hier, dort gilt mählich, wo die christliche Kjoakj angefangen hat. Sie werden in Jerusalem, hier in der Botschaft, reisen, trägen ein Haus und fangen an, mit Kjoakj zu schaffen. Und so, dort eine steht, wo wir dort fingen, noch eine steht, wo wir dort fingen in der Bibel, ist Apostelgeschichte 27. Und Paulus, er reist in Rom, wenn es heißt festgenommen, er fährt mit einem Schiff, und es sagt, dass sie fuhren hier gut unter diese Insel, und sie hatten eine schwere Zeit in Schiff, aber sie fuhren hier so die Länge, und dann holen sie hier nach oben in eine Stadt, und dann fuhren sie über dem wieder, aber Paulus sagt dem Mann, nee, wir nicht wieder, das ist nicht die rechte Zeit, wir hier blieben durch den Winter, aber sie entscheiden, dass sie wollen einen Weg fahren, und dann haben sie hier, fahren sie in diesem Meer, hier so rum, wir weiß nicht gerade wo, aber dort wurde die Schiff dann umgekehrt, und dann kommen sie hier bei dieser Insel Malta. So hier so irgendwo zwischen, als Paulus dann umgegangen mit dem Schiff, und dann kommen sie hier an diese Insel nun. So dort sind ein paar Stellen in der Bibel, wo wir diesen Insel sein dürfen. Und so, wir sehen auch dort, die Menschen, die hier leben, sie werden bekannt, rumend, in der Welt rumend, als schlechte Menschen, nicht gute Menschen. Und wir haben das von den Vers in Titus, Kapitel 1, Vers 12, Paulus sagt, von ihnen Propheten hat einer gesagt, die Kräuter sind immer leene, ruchlose Tiere, viele Freitags. Nicht so gut. Aber das wäre wir. Und so, das stellt ihr mal vor, wann ihr das kann feststellen. So diese Insel wird voll von Menschen, die bloß für sich selbst leben deuten, die leene werden, die viel werden, und die nicht in der Wahrheit leben deuten. Okay? Aber wenn wir, ich ein bisschen studieren, was sein andere Schreiber, was in jenen Jahren leben deuten von diesen Menschen. Und dort kommt du sehr klar raus, dort du hast keine Städte, wo schlechtere Menschen leben, da sehen some von denen. Und sie sehen auch, dass die sind ganz hingerichtet, was sie tun, nicht bloß die Person an sich, aber die Regierung ist ganz verdorben. Sie sehen, die Menschen betäuben sich links und rechts. Und ich dachte so, hey, die schreiben hier von Mexiko. Und dann muss ich fragen, oh no, that's actually Kjoakj. Okay, no. So, was ich mit das sage, ist, diesen Brief ist geschrieben für Kjoakj und Volk, als wo wir ben leben da. Ja, das ist meist 2000 Jahre zurück geschrieben, aber das hat danach klare Meinung für uns von der. Und die Frage ist, wo lädt dort, wenn Christen so leben als Christen? Und was von Unterschied merkt dort in der Volk rum sich? Weil wir haben vorhin gefragt, was haben wir dort tun? Und das lohnt, aufrichtig zu sein. Sie hatten gekriegt dieselbe Trouble. Und so Paulus schrift in Brief. Und ich glaube, some von den Dingen, die er zu durchschreiben hat, als Wahrheit für uns
von dir und wo wir das kann tun. Und Paulus gibt uns hier die Antwort für diese Frau. Wo lädt dort, wann Christen so leben als Christen? Und so, das wollen wir den nächsten paar Weg wollen durchgehen. So, dreht in der Bibel in Titus Kapitel 1, Vers 1. Fangen wir an. Ich will nicht sehr deep in jeder Vers hineingehen, aber wenn wir anfangen. Titus Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Gott sein Knecht, und Jesus Christus sein Apostel. Und so, er fängt kurz an, mit wer er ist und von wo er Autorität gekriegt hat. Weil Paulus wird diesen Brief geschrieben in Titus und er wird die Kjoakj durchproben, treich zu halten. Und er wird uns sagen, dass es Menschen manchen, die rechte Dinge lernen, hält ihn an der Wahrheit. Aber wer er dort nennt, sagt er zu sich selbst, wenn er geschrieben hat, dass es wichtig ist, dass sie weiten, von wo das kommt. Durch wems Kraft oder Autorität schrieb ich. Und so er fängt an und sagt, er ist Gott sein Knecht. Und weißt ihr, hier war eine Lektion für alle von uns. Paulus wird ein Apostel und er hat eine Position von Autorität, aber das ist nicht, wo er anfangen dort. Er fängt an und sagt, ich bin ein Knecht. Ich bin hier zum Dienen. Und das ist ein Beispiel für jeder einen von uns, besonders wie wir Lehrer sind. Und Lehrer ist erst ein Knecht und dann ein Lehrer. So dat al ganz te zien met de idee wat we manchmal haben, die Lehrer kenne ich, dat is ik zei, dat is mijn wel, oder nicht. Nee, nu heeft al met dat gehandeld. Hij is eerst een knecht, en dan is hij Jesus Christus zijn apostel. Weet je, daar had laatste boodschap, en hij zei, de 5 Lehrerschaft geven van Christus, een van die weer apostel, en zo Paulus zegt, van Jesus Christus, heb ik de Goode gekregen van apostel. Dan jeder wieder. Hij zegt, je wilt en je schickt, Gott zijn je wilde methelper im Glauben en in der Erkenntnis von der Wahrheit zu sein. En so Paulus wird gewählt en geschickt, aber von wem wird er gewählt en geschickt? Paulus wird nicht von Menschen gewählt en geschickt. Hij sagt dort klar, so steht in mir von seinem Brief, so dass nicht dort eine Kjoakj zu taub kommen für am wählen dort, aber Gott wählt am ut. Gott sagt am non aus dem Lehrer. Und so Paulus merkt, dass hier war klar. Die Dinge, wo Luther geschrieben wird in diesem Brief, je sollen nicht dort horchen, wenn Gott hat mir nahe gesagt, jünt zu halten, aus dem Apostel. Das ist nicht Paulus, was sich selbst hat nahe gesagt, das ist nicht Menschen, was haben nahe gesagt, das ist Gott, was am hat nahe gesagt. Er redet hier von der Wahrheit, deute ein Gott soll ihr Leben gehört. Und so die Wahrheit von Christus, wird Paulus uns hier sagen, dort je hier taub met een gouden leven. Een leven wo wir gouden doen. Wo wir gouden dingen doen. Hij zegt, dit je hier taub, dit is een pakketje. Die kost niet bloos de radung doorruit nemen zijn. Dit je me goud, dit wil ik doen. En over dat gouden wolkenstof, dat waar we bezahlen. Dat interessiert me niet zo zeer. Paulus zegt, dit is een pakketje, dit je hier zich taub. Vers 2. Wodurch soll die Hoffnung auf ewig Leben haben, dat Gott, der nicht lehen kann, versprechen hat, eier de Welt in Zeit, den Anfang hat. Er wies hier bloß trägende Gott sein Plan. Gott sein Plan ist für unsere Rettung. Und der Plan wird auch für die Welt durch. Und diese Botschaft, was Gott Paulus gegeben hat, sagt er mit dit, wird auch für die Welt durch. Und so horcht nicht dit. Vers 3. Nu aber, en Gott seine bestimmte Zeit, als Gott, durch dort predigen, dort mich anvertraut, mit seinen Wort fern gekommen. So ist uns Gott in Heiland befohlen hat. Hier wies er war der trägende Gott. Kijk wie viel Mal er hier einen Gott wiesen hat. 1, 2, 3, 4, 5 Mal in ein Vers. Er wies trägende Gott und er sagt, die Dinge, wo ich ihnen sagen will, dort kommt von Gott. So horcht. Nehmt dort ernst. Und so das will ich für uns hier sein. Die Dinge, wo Titus uns hier sein will, die kommen von Gott. Und so werden wir noch horchen. Das wies uns dort, wir sollen immer willig sein als Christen, unsere Gedanken abzulehnen mit Gott sein Wort. Wo wen? Wenn es kommt von Gott. Und so vielleicht haben wir uns ein Ding gedacht und wir glauben, wir sind klug, aber dann lesen wir auf einmal die Bibel und dann sagen wir, das stimmt eben nicht mit der Bibel. Wer ist nicht artig?
Du oder die Bibel? Du bist ich. Wenn die Bibel kommt von Gott. Und so sagt uns das, und wir wollen reut sein, dort anzunehmen, wo uns hier sein wird. Und so stellt die Autorität in der Rechte steht. Sagt wieder in Vers 4. Ich schrieb das in Titus, meinen treuen Sehen, Schreiber würden sagen, bedient hier, das ist nicht so sein Jung, aber das ist ein von den Christen, wo unser Arm ist abgewaschen, heißt so Titus sein Jesel ja Fuda. Lass seht dort ein Apostel, als ein bisschen in Prediger für Predigerschen, Pastor für Pastores. In bisschen Jesel ja Fuda, dort wird ein Apostel ist. Dort von Wort Paulus hier reden wird. Sagt, mein Sehen, willst wie bad ever rein glauben? Genug den Fried von Gott an den Fuder und Christus Jesus an den Herrn. So nu hat Paulus den Brief aufgemerkt, hat die Anleitung gemerkt, wo wir können sein, und hat gesagt, horcht mich, wenn ich es von Gott. Und so, nu ist heute in seinen Brief nennen und redet hier in Titus, wer auf eine schlechte Stadt ist, wo die Kultur ganz verdreht ist, wo Menschen in der nicht Christen sind, nicht in der Wahrheit leben. Schrift nu in Brief ne Ernst, zum Ernst sein, wo kann sie nu einen Unterschied merken in der Welt, wo sie sind. Wo kann wir sicher merken, dort wenn Christen, so Christen leben, dort wird dann ein Unterschied merken. Und dann hilft uns hier ein sehr wichtiges Ding, fängt an, ihr schmeckt Gott, und dann redet zu den Lehrern. Und so, das ist eine Lektion für uns. Wenn wir wollen Ändernis merken, en irgendein Ding, dann ist es wichtig, dass wir mit Lehrern anfangen. Was anderes sein in deiner Ehe? Fang mit den Lehrern an. Was anderes sein in deiner Familie? Ich wünsche, meine Familie hat ein bisschen von der, ein bisschen mehr von dort, oder ein bisschen gesünder werden, oder was immer das ist. Was anderes sein in der Familie? Fang mit den Lehrern an. Mann, du bist der Lehrer von Gott geraubt. Was anderes sein in deiner Arbeit? Vielleicht hast du eine Farm. Was du anderes sein? Fang mit der Lehrer an. Vielleicht bist dort du. Was anderes sein in den Negozio oder in den Business, wo du schaffen das? Fang mit den Lehrer an. Vielleicht bist du der Lehrer, vielleicht bist du Part von der Lehrer. Fang mit der Lehrer an. Was anderes sein in der Kjoakj? Fang mit den Lehrern an. Das ist wichtig, dass wir gute Lehrer haben. Und so Paulus wird nu mit den Lehrern anfangen. So Vers 5, Titus Kapitel 1, Vers 5, der 16, redet von Wort aus, gute Lehrer zu haben und schlechte Lehrer zu haben. Und so wird uns hier ein bisschen erklären über die Lehrer. So wir wollen das einmal hastig durchgehen, diese Versen, und dann kommen wir zurück, und dann wollen wir Port von dort ein bisschen tiefer bechecken. So was wir hier können von lernen. Bevor wir das nennen, will ich hier ein Ding sagen. Manchmal haben wir so eine Anstellung, dort in der Kjoakj müssen die Lehrer hier leben und die ewige hier. Wenn es kommt, wo Rände sind, wo herrlich und all dort. Und ja, die Lehrer, die müssen ein Beispiel sein. Wir als Lehrer, wir müssen ein Beispiel sein. Und aber was Paulus uns hier wiesen, der ist ein anderes Bild. Paulus, der uns hier wiesen, dort zum ein Christ sein, als dein Leben hier. Und dann, wenn dein Leben erst hier ist, dann bist du heute ein Lehrer sein. Dort wird Paulus uns hier wiesen. Und so stellt jemand trägt, und dort nennt, dort heißt Schriften Brief in dieser Insel. Du sind Kjoakj, aber die haben noch nicht Lehrer schnell gesagt. Paulus sagt, ich will euch nu wiesen, wo ihr dort machen. So seht rum in die Kjoakj, du sind noch nicht Lehrer, seht rum in die Menschen, die in der Kjoakj sind, und fängt die, die besonders so still leben tun. Und dann merkt die Lehrer. So sagt, wir wollen uns Leben erst ablehnen mit Gott sein Wort, dann sind wir heute im Leben. Weil manchmal habe ich so eine Anstellung dort. Nee, der Lehrer soll durchleben, ich war hier. Wenn ich auf einmal ein Lehrer werde, dann muss ich mein ganzes Leben ändern und den ab hier so anbringen. Wenn es nicht ein Lehrer, das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt, lebe hier. Lebe herrlich, wird er uns sagen. Ha ein Leben von guten Worten. Und dann bist du heute zum Wachsen in deiner Lehrerschaft. So, wenn wir wieder gehen in das, Titus Kapitel 1, Vers 5,
Paulus schrift naar Titus, ik leid die door ween in kruid, om dort eeuwige in ordnung te brengen. En zo als ik die bevoelen in jeder stad gemeentenleiders unterstellen. So war hier ist diese Insel, die schrieben sein, du wirst ungefähr 20 Hauptstädte in dieser Insel. Und so dat geld möglich, dort in jeder ein von denen eine Kjoakj angefangen ist. Und so, nu sagt Paulus, Titus, du musst hängen bleiben, du musst die Dinge nu in Ordnung bringen. Und so, wenn du Ordnung fehlt an die Kjoakj, fehlt du Gemeindeleiders. Dat Engelsche Wort für Gemeindeleiders ist Elders. Wie sind wir bekannt vielleicht mit Ältestas? Dat is van wat hij hier reden deed. En hij zegt, we hebben dit morgen, hij zegt dat zij zullen die aanstellen. Titus soll die aanstellen. En zo, dit is vielleicht een beetje anders als wie met opgewassen zijn. Wie würden sagen, die moeten neergewählt van de Kjoakj. Paulus zei, nee, Titus, du stel die aan. En zo, dat is wo wir ran in ons Kjoakj. Onze Kjoakj is hier ran van, even zijn van gemeentenleiders, elders. En zo, die worden neergezet van andere gemeentenleiders. En dat wordt dan wieder regiert. Die worden aangesteld, zoals Paulus hier van reden deed. Hij zegt wieder in vers 6. En zo'n man zal niet uit te zetten zijn. Nu, dit hier is een beetje graf. En hij zegt hier zal niet uit te zetten zijn. En wat hij hier bedienen, wat hij hier zijn deed, is zijn leven zal een gouden leven zijn. Die soll nicht ein Schweinchen oder ein schlechtes Leben führen. Die soll nicht ein Schweinchen oder ein schlechtes Numm haben in der Umgebung. Wenn es war, hij schrift nicht, dass es steht, wo die Menschen nicht in ein gutes Leben tun. Und so nu soll die Kjoakj kommen, der Christus seine Kraft in Unterscheid merken in dieser Umgebung. Und es ist wichtig, sagt Paulus, dass wir gute Lehrer haben, die ein reines Leben haben. Und so kicken die Menschen in die Kjoakj, die noch nicht Lehrer sind, aber wat ze dit leven doen. En dan wordt hij ons hier beschreven, wat het laat, wanneer de persoon ze dit leven deed. Wat meint dat wanneer hij zegt, die zal niet uit te zetten zijn? Meint dat hij volkomen is? Oder wat meint dat? Hij zegt ons hier wieder, die zal mal eine Früh haben. Okay, hier is het vielleicht een beetje interessant, mal eine Früh. Wo wen eine Früh? We wollen Luther noch ein bisschen dieper dort angehen. Seine Kinder sollen glauben und nicht anbandig und ungehorsam sein. So, in anderen Worten, die sollen ein gutes Familienleben haben. Dann sagt er uns wieder hier in Vers 7, welch ein Lehrer Gott sein Haus verwaltet ist. Ein Verwalter war es einer, der nicht in ihn ist. Das ist ein Verwalter, ein bisschen ein Unger wird. Der schafft mit wem sein Ding. Und so, ein Lehrer in der Kjoakj ist nicht der Eindäumer von der Kjoakj. Jesus ist der Eindäumer, der ewigste Lehrer. Und dann so, wie sind bloß Verwalter. Er redet hier von dort Wort. Die soll an am nicht uitgezaten sein. Die soll nicht einsinnig, nicht wütig, nicht an Trinken versklavt, nicht geldgierig sein. Und andere nicht gewollt andauern. Aber gastfrei sein, nicht dat goudet hingeran sein, vernünftig, fromm und heilig sein und sich selbst beherrschen können. So, denkt weiter, hij redet hier, hij sagt, sie sollen Lehrer schritt sagen, aber kijkt, mangt die Kjoakj, wenn es dit so die Menschen leben sollen. Dit so ein Christ lebt. Und so seht so nicht durch. Vers 9. Hij zal zich ook trouw aan het waarhaftig woord houden, dat hij geleerd heeft, dat hij anderen durch eine gezonde leer vermoeden kan en ook zijn jena strafen. En zo nu heeft hij ons beschreven wat een goede leraar is. Nu gaat hij naar de nächste stap en hij wordt zeggen, du bent slechte leraar en dit is wat zij zijn. Vers 10. Welks besonders mank de besneden Juden zijn veel verleidende, wahre Spanzje, Daugen nixtje, windje, schwasser. Weet je wat dat alle meint? Ik weet niet wat dat alle meint, aber het is niet goed. Nee, Daugen nixtje, dat meint es te niks te brengen. So, dat is een beetje streng. Schwasser, dat is een beetje als een mens wat immer plüderen deed en bloß schleicht het over den nächsten. En dit zijn windje, schwasser. En anderen wird sie gleich in Seite vertalen. Over den nächsten. En den nicht abheben, over den Dual stampeln. En so, dit zijn slechte leiders. Hij gaat wieder.
Danach müssen still gemerkt worden, diese schlechte Lehrer, weil sie lehren, was sie nicht sollen. Und bringen durch die ganze Familie seine Grund. Und schämen sich nicht, unabbrechen Gewinns dafür zu nehmen. Hier redet er weiter von einem unabbrechen Gewinns. Und das die trägt nur diese ganze Insel, was dort nur unabbrechen hat. Und so Paulus sagt, die christliche Kjoakj will nankommen in diese düstere Welt. Sie wollen durch einen Unterschied merken. Und so die Lehrer können nicht so leben, als was die düstere Welt lebt. Du musst ein Unterschied sein. Und aber er redet nicht bloß wegen Lehrer, er redet wegen jeder ein von uns. Wenn er sagt, kick in die Kjoakj, macht die gewöhnlichen Menschen, und du wo ihr so ein Stitt fing. Die sind Lehrer. Ja? Hij hat wieder, Vers 12, das ist der Vers, wo wir hier schon lesen deuten. Von ihnen Propheten hat einer gesagt, die Kreter sind immer Lehner, ruchlose Tieren, viele Freitags. Und dann sagt Paulus, und so ist es doch. Man, Paulus, wie sollen Menschen leben? Und so ist es doch. Uit den Grund stahl am gründlich Treich. Dort sei am Glauben gesund worden, durch sein Ziel. Das ist nicht zum Menschen durchreden, aber das Ziel ist, dort sei am Glauben gesund worden. Wie wollen Luther sein dort? Ein Christ, der am Glauben gesund ist, als ein Christ, wo ein Unterschied merken wird in seiner Welt. Wo er dann leben wird. Wo ein Licht ist, wo Salz ist. Wo gute Dinge tut. Vers 14. Und sich nicht mehr am jüdischen Vorbeln kümmern und nicht gesetzen, die bloß von Menschen kommen, die die Wahrheit verloren haben. Und so hier sagt Paulus dort, wir wollen nicht Lehrer schauen, wo bloß eine ganze Herd Menschenregeln bringen und von der Wahrheit weichgedreht sind, so sind schlechte Lehrer. Und diese haben sie nur Trouble mit den jüdischen Menschen, sie kommen dann und proben Gesetz zu bringen, Menschenregeln zu bringen. Er sagt, das ist nicht, was ein guter christlicher Lehrer ist. Dat is een leraar wat mensen naar God draaien, wat een verwalter is van God zijn huis, wat een goede leer heeft van de waarheid van de Bibel. Hij zegt, dat is een christelijke leraar. Vers 15. Voor de reine is alles rein, maar voor de onreine en ongelovende is niets rein, wils die zijn in je danken en in je wessen rein. So dit wijst waar het terug naar het ganze jüdische systeem. Daar heeft de verken van gereed. Aber het jüdische systeem had een schoof te doen met rein en onrein. Ze hadden er gesetzen, kost niet dit onscheren, kost niet dat eten, kost niet dit doen, wanneer das dan best onrein. En so dat is de invloed wat deze Kjoakj had. En Paulus proeft het door nu ruit te wengen en zegt, voor de reine is alles rein. We zijn nu Christen. We zijn nu rein gemerkt. Nu darf ich nicht mal die Gesetzen alle holen. Vers 16, die sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Worten verlieren sie dort. Hier war diese Botschaft. In Leben, was gesund ist, in Christenleben, was gesund ist, wird eine Wort wiesen mit den guten Dingen, was sie tun. Er sagt, diese schlechten Lehrer sind ganz klar zu sein. Wenn sie sagen ein Ding und tun ein anderes. Dat is klar bewijs, sagt er. Sie sagen, sie kennen Gott, aber dann sollst du leben, dann kannst du gehen. Er sagt auch wieder, die sind ungehorsam, abschäßlich, und du wen nicht zu leiden und zu nichts Gutes zu bringen. Man, Paulus hat echt sie Bad abgeweicht. Er hat es gehabt mit diesen schlechten Lehrern. Aber er wies uns hier Wort. Hij wijst ons hier wat over leerschap, wat we hier leren. Dat eerste ding is goede leiders aanstellen. Best u in een business, best u in een farm, zijn we in een Kjoakj, zijn we in een omgeving, goede leiders aanstellen. Dat is wat er fehlt. So dat eerste ding wat Paulus hier zegt, is dit wat een goede leider is, stel zo'n goede leiders aan. Dat nächste ding wat hij zegt is, hij zegt slechte leiders afzetten. So dit wat een slechte leider is, die ruht. So goede leiders nemen, slechte leiders ruht. Hij zegt Titus, wanneer je dit worden doen, goede leiders nemen, slechte leiders ruht. Dat is poort van wat het brukt, omdat de Kjoakj wordt gezond zijn, omdat de Kjoakj kan verder weggaan en een onderscheid merken in de wereld. En deze goede leiders wat je hebt, neem die ruht van de algemeine mensen, wat onze stad leven doen.
Wenn's Christen, wenn die wirklich so leben als Christen, dann ladet es das, sagt er. Das ist die gute List. Das wird es laat. Und so fängt so eine, und dann stellt er an als Lehrer, und dann gut verwachen, je wendt die Welt für Jesus. Das ist, was er hier sagt. So, das sind zwei Lektionen, die wir hier rausheben können von Lehrerschaft und wo wichtig die Lehrerschaft ist. Und dann das dritte Ding, wo wir da rauskriegen, ist in don't what it jaft. Das ist, was Paulus da reden wird. Und so, wenn wir uns feststellen, hier sind junge Kjoakj in Kreuz, vielleicht 20 verschiedene Städte haben Kjoakj, und so, das ist ein großer Projekt, wenn sie wollen diese ganze Insel annehmen für Jesus. Ein großes Projekt. Paulus wird nicht einer, der immer bloß clean denken dort. Er sagt, wir wollen große Dinge tun. Ja, da wird Fan sein, eine Kjoakj in einer Stadt anfangen. Aber wir wollen die Insel. Jeweils die ganze Insel. 20 Kjoakj, fangen wir 20 Kjoakj an. Wenn diese Stadt fertig ist, die wirst sehr bald ausfängt, dass das erste Ding und das größte Ding, was die wird fehlen, zum erfolgreich sein auf dieser Mission, ist gute Lehrer. Fang mal ein neues Business an, fang mal eine große Range an. Und dann merkt dort sehr groß, wenn es das, was Paulus hier von reden hat, was sein, was er von reden hat. Die fehlt gute Lehrer. Und ein Schauf. Stell dir mal vor, hier sind mehrere Kjoakj, vielleicht sogar 20 verschiedene Kjoakj verstreut auf dieser Insel. Und fehlt sehr Lehrer. Und aber nu kommt dann Titus und sagt, nimm nicht bloß irgendeinen Lehrer. Ich weiß, die fehlen die sehr Jahren und die fordern dann manchmal als Fans. Man, mir fehlt einer so sehr. Das ist nicht krank, was mir fehlt, aber mir fehlt ein so sehr. Nenn mit die. Paulus sagt, nee, das ist nicht so geschafft. Paulus sagt, die reichte Lehrer nennen. Wenn wir nicht die reichte Lehrer nennen sollten, dann sagt er, du erst dort ganze Familien waren verdorben durch dort. Und so und dann wurde es jaft. Ha gute Lehrer. Do gute Lehrer nennen sollten, schlechte Lehrer rüht. Und so das jaft nicht so ein Ding aus ein Lehrer, wird hier einmal nu angekommen als ein Lehrer, und nu ist der bloß für Lebenszeit ein Lehrer und dann wird es jaft. Und dann ist der ein guter Lehrer aus oder ein schlechter Lehrer. Das ist nicht von was wir hier rüht kriegen. Sagt gute Lehrer nennen, und dann, wenn die gute Lehrer bleiben, dann hol die durch. Und so das ist eine Lektion für uns in unserer Welt auch. Lehrerschaft ist nur sehr wichtig. Er lehrt uns das, wo ein Lehrer hier ist. Und so die Frau, die wir hier haben, wo lädt dort, wenn ein Christ so lebt als ein Christ, was braucht dort? Dort braucht erstens, dass wir unser Gott sind. So er fängt den Brief an mit unser Gott. Gott hat ihm geschickt. Gott ist der Ewigste. Unser Gott. Dat is het eerste ding. De nächste ding wat hij fehlt, is gute Lehrer. En fehlt gute Lehrer zum Vorabgehen, zum den Weg weisen. En so die Bibel lehrt dort uns Lehrer fehlen dann. Manchmal haben wir so ein Bild oder so ein Gedanken, dass Lehrer ist schlecht oder Lehrerschaft ist schlecht. Oder wir sollen nicht Lehrer haben. Das ist nicht, was er hier sagt. Lehrerschaft ist wichtig, aber es muss gute Lehrer sein, die unser Gott sind. Und dann sagt er auch, wer bist du? Und so, er sieht hier, wo ein guter Lehrer lädt. Und so, für er kann ein guter Lehrer sein, dann muss er bloß ein guter Christ sein. Wer bist du? So, ein anderer Wort, wie sieht ein Lehrer? Die erste Frau, wer bist du? Wo lebst du? Hast du ein reines Leben? Das ist wichtig, sagt er dort, wie uns leben. Unser Gott, wenn es Gott ist, kenne ich über die Kjoakj, ein Lehrer über die Kjoakj, dann hat er Lehrerschaft nicht gesagt, und die Lehrer müssen rein sein, und für die Lehrer sind, müssen sie reine Christen sein. Das ist ein Lesson für uns. Das wird schaffen, in Gott sein System. So, wenn wir nun wieder durch diese Versen gehen, wenn wir nun mit hier träghüpsen, in Kapitel 1, Vers 6, und wir wollen hastig ein klein bisschen darüber bechecken, wo diesen Mann soll sein. Er fängt an und sagt, er soll mal eine Frau haben. So, wir haben hier schlecht eine Frau. Bloß eine Frau, was meint dort? Na, ihr einmal in ihrem Leben, so sei mal bekannt werden, die meisten Männer hatten 3 Frauen. Ein von denen wird die Kjoakj, wo das Haus versorgen dort. Und alles dort wird sehr bekannt in dieser Teil, besonders die Männer, die ein klein bisschen mehr haben. Sie hatten eine Kjoakj, die wird zum Haus reinmerken, aber die wird auch zum Schlupen, wenn es fehlt. Oder jankert.
En so die hadden ihre Kjoakj, dat weer de eerste. En dan het nächste ding is, de religion wo deze Ruut kwam, zij gingen in een tempel en poort van een gottesdienst, had met hoererin te doen. En zo, zij verleefden zich door een tempelverken met deze hoererin, en dit werd poort van een gottesdienst. Of jetta, aber dit wou zij aanbeden deuten. So door hadden ze früh is, of wat immer. En dan had nog zijn vrouw, einfach, wo hij befried met werd. Zij werd door zum de Kinder gaan, zum dort zijn noem, wo het wieder ran. En so dort werden die drei, wat ze hadden. Paulus sagt aber, in der christlichen Kirche, das ist nicht so, als wir das tun. Das soll man sein von einer Frau. Das soll bloß eine Frau haben. Auf einmal. Bloß eine Frau. Und so, das ist sehr wichtig. Das dreht nicht so sehr von, dass die kann niemals, wenn wir sagen, eine Frau vorher gehört, und dort das nur seine zweite ist. Das ist nicht von, was die redet. Wenn wir sagen, einer ist befreit, der hat eine Frau gehört und sie stirbt, nu befriet sich frisch zum zweiten Mal, nu kann er nicht ein Kirchenlehrer sein. Das ist nicht von, was er redet. Er redet eine Frau, nu gut. Nicht diese 3 oder 4 oder 5, was die meisten Männer in ihrer Kultur haben. Er sagt wieder, seine Kinder sollen glauben und nicht anbandig und ungehorsam sein. Manchmal wird es so ein Druck, dass die Kinder, ein Prediger seine Kinder müssen vollkommen sein. Ich war so aus dem Prediger seinen Jungen, so ich fällt manchmal ein bisschen der Druck. Das ist nicht von was er hier reden wird, aber er sagt hier klar, sie sollen glauben. In anderen wird Christen sein. Und noch ein Ding, das Wort Kinder, wenn wir zurückkicken dann das originale Wort, was er durchschrieben hat, dort bedient so das kleine Kinder, aber vielleicht 13 Jahre alt. Das wird dort Wort bedienen in ihrer Kultur. Und so das von was er hier reden wird, die junge Kinder. Und so das meint nicht, dass wenn ein Prediger erwachsene Kinder hat und sie vom Herrn wegdrehen, dass er nicht ein Prediger sein. Aber die Kinder, die in sein Haus sind, ohne sein Schutz, ohne sein Charme sozusagen, sie sollen glauben, sie sollen nicht anbandig und ungehorsam sein, sollen nicht wild sein, sollen sich nicht rumgehen und mit allerhand Troubles anreiten. Er sagt da wieder, die soll nicht einsinnig sein, mein Weg oder kein Weg. Jemand dort tun, so sagt das sei. Wenn nicht, dann war ich mit dir. Das ist nicht die rechte Anstellung. Er sagt wieder, die sollen nicht wütig sein. Wut bedeutet Wut. Wut ist, wenn wir sehr doll sind und Selbstbeherrschung verlieren dann. Und vielleicht manchmal kommt durch Kielen mit oder so was. Wut ist diese große Euer. Und aber das ist nicht bloß ernste Euer. Wenn es Epheser 4 sagt, wenn ihr euren, dann sorg so, dass ihr jene Euer nicht versündigen. Und so Euer an sich selbst ist nicht unbedingt ein Sinn, das was wir tun in der Zeit, wenn wir uns euren. Was dann ein Sinn wird und was dann ein würdig Leben nennen lädt. Er sagt dann, nicht untrinken, versklavt sein. Das soll nicht ein Super sein. Das meint nicht unbedingt, dass ich nicht Alkohol trinken, aber er soll nicht versklavt sein. Er sagt wieder, nicht geldgierig sein. Das soll nicht ein Mensch sein, der bloß Geld heran ist. Und alles tun, was er kann, um sich was taub zu kleben und taub zu schaffen. Das ist nicht, so ein christlicher Lehrer leben wird. Und andere nicht gewollt andauern. Das wird gewollt andauern, wenn wir dort nur sein, dort hat auch zu tun mit Kielen, physisch. Der soll nicht ein würdiger Mensch sein, der da ist und der kielen wird. Weet je, ik heb Geschichten gehört von manchen deutschen Volk, wo die Predigers entweder dort selbst tun oder Rüd schicken, zum Menschen verteilen, wenn sie nicht reich tun. Das kriegt von was er redet. Das ist nicht reich. Das ist ein schlechter Lehrer. Den fehlt drauf zu sagen. Das ist, was Paulus hier sagt. Und so, wir sollen nicht andere gewollt undun. Er sagt wieder, aber gastfrei sein. Das hat mit mehr zu tun, als bloß unsere Freunde im Heim nennen. Das hat mit dort zu tun, aber das Wort gastfrei war, das bedeutet Menschen, wo wir nicht kann tun. Und so Menschen, die nicht in unseren Kranz sind. In Christ soll eine Person sein, die gastfrei ist. Wenn du auf einmal einen Menschen treffen lässt, wo du noch niemals gesehen hast, sagt er hier, wir sollen reut sein, um so einen Menschen zu nehmen. Das ist ein Ding, wo wir noch verloren haben, würde ich sagen. Gastfrei. Nur dat Goode heran sein. Wenn wir kijken naar wat dit bedienen dat bedient dat hij zal Goode sehr gleichen.
soll er hingeron sein. So zu derselben Zeit bedeutet, dort er soll nicht schlechtet hingeron sein, der soll Goode hingeron sein. So eine Frau für dich, wo bist du in dit? Bist du Goode hingeron in dein Leben? Du nur segen das? Wo können wir Goode tun? Ich sage nicht hingeron. Wo können wir ihn halten? Vielleicht mit den Dingen, wo wir checken, down on TV, sind wir Goode hingeron? Er sagt, das ist, wo in Christ leben das. Dann sagt er wieder, vernünftig und fromm und heilig sein und sich selbst beherrschen kann. Er beschreibt uns hier, wo in Christ lebt, wo so lebt als in Christ. Das ist, was er lädt. Und ja, ich weiß, wir reden von Leiterschaft, aber er redet nicht bloß zu der Leiterschaft. Er sagt, manch die allgemeine Menschen, wo ihr so still haben und schaufst uns still, wenn sie so sind Christen, und so von dort rüht, haben wir eine Leiterschaft. Und so das tun wir uns mitmachen. Wenn wir uns Leben ablehnen, mit was Gott sein Wort sagt. Wenn wir uns anstrengen, um ein Leben haben, wo wir Goode tun. Wenn wir ein Beispiel sind für die Welt, was das meint, ein Christenleben zu haben. Und so, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir uns hingeben für ihn, dann sei wie du mit, dass Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe und was ich sehe, alles für dich, und ich will mein Leben, so was du sagst. Ich will ruhig gehen, und ich will in Unterschied merken. Ich will ein Leben haben, wo ich Goode tue. Und das nicht, dass Gott mich annehmen wird. Das wenn Gott mich angenommen hat. Ich bin in Christ geworden. Ich bin heilig in Christus. Ich bin ganz vor dich in Christus. Nu will ich das leben. Nu will ich Goode tun. Nu will ich dein. Nu will ich meine Guven bringen. Nu will ich wassen. Nu will ich dort Goode hingeron sein. Ich will mich einfach durchsetzen und Dinge ausgrabbeln und will ich kann mehr Goode tun. Und ich weiß dort, wie tun das all, aber wenn wir wassen endet. Ich glaube, wir haben noch zu wassen. Ich hier, wo die kleinen Gruppen das tun. Ich habe letztes Beispiel von einer kleinen Gruppe. Sie sagen, Raum, du wird eine Not, du wird eine Schule, wo halb viel die Kinder fehlt zum Halb und so sie kommen an. Und sie deuten durch irgendwelche Special Dinge für die Kinder. Ja, wir nehmen bloß kleine Geschenke. Und hatten du einen Tag mit den Kindern. Und eine schöne Zeit. Sie brachten du einen Rover-Kammer an, wo an unsere Kinder Kjoakj, den Hund, was wir hier manchmal gesehen haben. Den Hund brachten sie durch an, mit den spanischen Kindertaub spielen. Und von Jesus gelehrt und ein bisschen Kenntnis gegeben. Und gesagt, du hast Hoffnung für dein Leben. Dort von wo wir reden. Dort Goode tun. Und nicht bloß in uns Kranz mit unseren Freunden. Paulus sagt, kick wieder aus dort. Sie goes frei. Kick wieder aus bloß dein Kranz. Wenn wir taub, verweicht gehen in einen Unterschied merken in der Welt. Wenn wir unter Gott sind, wenn wir gute Lehrer haben, und dann werden wir nur uns selbst checken und sagen, wer sind ich? Wer sind ich? Wie kann die Welt gewinnen für Jesus? Wenn Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Und er schafft durch jeder ein von uns. Wenn wir aufstehen und beten. Gott, ich danke dir für wer du bist. Ich danke dir für was dein Wort sagt. Dass du ein großer Gott bist. Und ich bete, dass diese Zeit, wo wir in dein Wort nachchecken und sein, dass dein Plan für uns ist, dass wir Goode tun, dass wir uns anschwappen. Dass wir uns frisch Mut geben, zum Verweg gehen und einen Unterschied merken für dich. Wie sonst, wo wir das tun, gib uns die Kraft, um das tun. Wenn du bist ein großer Gott. Wir leben unter deine Macht. Wir leben unter deine Herrschaft. Und du bist groß genug, um uns fair sein. Help uns, Herr Jesus, dass wir wollen in deine Wahrheit verweicht gehen. Amen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir große Schätze.
bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz, dir große herrschest du. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz, dir große herrschest du. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz, dir große herrschest du. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wie groß bist du. Hey, dat is zeggen, Goode tijdje was hier top zijn. En de hele jes, de heeft gereed, mijn vrouw, als wat zegt de hele jes te die. Wie hij zijn wil, die Christ zal leven, waar hij niet zal leven. En wanneer er ergens een area is in die leven, waar die zo fehlt, waar die help fehlt, en du sagst, hier lebe ich nicht graag, wie wil die beste aanloden, kom terug, wie wil met die te beden. En niet dat die hier was uitgaan, voor we de dingen gaan klooien merken. So, wanneer die help fehlt, kom terug. En wie wil die helpen met dat? Ik wens je God zien zijn, even jullie. En zijn beschützende hand, even jullie, dat je waar wassen en jullie Christus leven, deze werk. Hartelijk Goede werk. Blessings.